Neu, innovativ, modern. So kennzeichnen Schlagworte digitale Lernangebote und vor allem Videos in der Lehre. Diese große Rhetorik impliziert die hohen Erwartungen, die wir an die digitalen Technologien herantragen. Zum Beispiel, dass sie die traditionelle Lehr- und Lernkultur weiterentwickeln, erneuern, sogar revolutionieren. Diese Erwartungen bestehen seit jeher. So proklamierte bereits Thomas Edison, wohlgemerkt im Jahre 1922, dass das bewegte Bild die Bildung fundamental verändern würde. Aber machten Videos wirklich den Weg frei zum Classroom of Tomorrow? Und was soll das überhaupt sein? Stimulate, motivate. So hoch die Erwartungen sind, dass sich mithilfe digitaler Medien eine neue Lernkultur entwickelt, ebenso hoch ist die Enttäuschung darüber, dass dies aktuell noch nicht der Fall ist. Im Dickicht von Wunschvorstellungen und Marketing bleibt oft unklar, wie digitale Medien eine neue Lehr- und Lernkultur herbeiführen sollen. An Hochschulen werden digitale Medien immer selbstverständlicher im Unterricht eingesetzt. Insbesondere mehr oder weniger aufwendig produzierte Lehrvideos sind mittlerweile sehr verbreitet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass solche Videos die Lernkultur irgendwie verändern. Häufig werden nämlich traditionelle Methoden einfach in den digitalen Raum übertragen. Videos werden in erster Linie dazu verwendet, wissenschaftliche Inhalte im Vortragsformat, dem Talking Head mit Präsentationsfolien, zu vermitteln und sind also der traditionellen Lehrkultur zuzuordnen. Sie sind instruktiv und müssen rezeptiv konsumiert werden. Obwohl also ein virtuelles Medium eingesetzt wird, ändert sich ohne eine Anpassung des didaktischen Konzepts der Lehrveranstaltung nicht automatisch die Lehr- und Lernkultur an Hochschulen. Dem stehen in einer neuen Lernkultur die selbstgesteuerte Aneignung und Erarbeitung gegenüber, sowie Kooperation und soziales Lernen zwischen den Studierenden, aber auch individuelle Lernbegleitung durch die Dozierenden. Jana Riedel beobachtet, dass wissenschaftliche Lehr- und Instruktionsvideos die Hochschulbildung dabei unterstützen, in eine neue Lernkultur überzugehen. Videos sind zum Beispiel speziell dazu geeignet, um Flipped Classroom-Szenarien zu ermöglichen. Per Video kann die Wissensvermittlung vorgeschaltet werden. In der Präsenzveranstaltung kann dafür die wertvolle Zeit für den interaktiven Austausch und die Diskussion von Lerninhalten genutzt werden. In diesem Fall ist das Video der Wegbereiter für eine veränderte Umsetzung von Präsenzveranstaltungen, die in ihrer Ausrichtung einer neuen Lernkultur zuzuordnen sind. Ein kritischer, reflektierter Einsatz von digitalen Medien ist also gefragt, auf Seiten der Lehrenden sowie der Lernenden. Wie man sinnvoll mit Lehrvideos umgeht, soll deshalb auch Teil des Unterrichts sein. Das Konzept von Digital Natives, die den Umgang mit digitalen Medien quasi mit der Muttermilch aufgenommen haben, ist passé. Dieser Umgang muss erlernt werden. Smartphone, Tablet und Notebook können als Bildungsbeschleuniger fungieren, aber ebenso als Fliegenfänger für die Aufmerksamkeit. Ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien zeigt sich vor allem darin, den digitalen Ablenkungen aus dem Weg zu gehen. Wenn es einen 21st Century Skill gibt, dann diesen. Die Gestaltung von Lehrvideos bleibt eine zentrale Frage im Umgang damit in der Hochschulbildung. Es ist naheliegend, dass das bloße Anschauen von Videos zur Illusion eines Gelernthabens führen kann. Videos, die nicht auf Verständnisprobleme eingehen, verstärken Fehlkonzepte. Zudem muss berücksichtigt werden, dass Wissen Wahrnehmung strukturiert. Ohne Grundlagenwissen kann man also schnell die Orientierung in einem Video verlieren und das Gefühl erhalten, von Eindrücken überrollt zu werden. Klassischerweise wird empfohlen, unnötige Gestaltungselemente im Video wegzulassen. Die Tücke aber liegt im Detail. Laute, bunte, aber fachlich irrelevante Elemente können auch drastisch zu einem situativen Interesse beitragen. In der Fachsprache nennt man solche Gestaltungsmerkmale Seductive Details. Sie enthalten nicht notwendige Informationen und ihre Gestaltungsidee resultiert aus kognitiven Bezugstheorien,
zum Beispiel um einen Personalization-Effekt hervorzurufen. Im Gegensatz dazu steht das Emotional Design. Wieder die Annahme, dass Gefühle beim Lernen immer stören oder sogar blockieren, gilt: Emotionen können einen lernförderlichen Effekt haben. Emotion ist beim Lernen oft direkt mit Motivation verknüpft, wie zahlreiche Studien belegen konnten. Das Emotionsdesign kann die kognitive Verarbeitung von Informationen beim Lernen mit Multimedia optimieren. Das Emotional Design von Videos hat daher ebenfalls einen lernförderlichen Effekt auf die kognitiven Prozesse. Um die Studierenden entsprechend zu erreichen, mag einigen die Vision einer Personalized Education vorschweben. Microtargeting à la Facebook, Instagram und Co., die einem via personalisierter Werbung, sozialer Bestätigung, Punktwertung etc. zum erwünschten Verhalten leiten. Hier verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Paternalismus, Gehirnwäsche und Suchtinduktion. Und ob dies für die Bildung wünschenswert ist, sei dahingestellt. Wissenschaftliches Denken ist immer auch kritisches Denken. Unser kritisches Denkvermögen wird dabei immer wieder von unseren Meinungen und Wahrnehmungsmustern getrübt. Fake News und alternative Fakten sind hier das Schlagwort der Stunde. Pseudowissenschaften verbreiten sich heutzutage im Netz wie Lauffeuer. Gerade deswegen ist es von größter Bedeutung, dass sich Hochschulen mit Digitalisierungstrends auseinandersetzen. Der sogenannte Science-Society-Transfer ist Teil jeder Hochschule und überzeugende Bildungsvideos können dabei einen relevanten, oft klärenden Blickwinkel dazu beitragen. Das heißt, diese nicht nur zum Unterricht zu nutzen, sondern zum Forschungs- und Diskussionsgegenstand zu machen. Videos sind jedoch eine andere Sprache, die wir erlernen müssen wie das Texteschreiben. Der professionelle Filmemacher und Autor Harun Farocki meinte zur Sprache von Videos: Das Arbeiten am Schneidetisch macht aus der Umgangssprache Schriftsprache. Am Schneidetisch wird aus Gestammel Rhetorik. Und um gleich nochmals einen wichtigen Experten zur Sprache von Videos und wie man lernt, Filme zu machen, zu zitieren, Jean-Luc Godard sagte: So braucht das alles sehr viel Zeit. Tatsächlich lernt man Kino, also die Produktion von Bewegtbildern, nicht, weil es nicht so zu erlernen ist wie Literatur. Immerhin lernen wir schon sehr viel länger lesen und schreiben. Wenn wir also seitens Hochschulen mit einer wirklich überzeugenden Art und Weise wissenschaftliche Lernvideos produzieren möchten, so muss der Umgang mit Videos längerfristig als eine andere Sprache verankert werden. Videos erfordern grundlegend unterschiedliche Kenntnisse für die Produktion und Gestaltung als beispielsweise Texte. Jedoch wird die Arbeit an verschiedenen Textsorten und die Kunst des Schreibens seit der Grundschule geübt, analysiert, verglichen, interpretiert und es wird vor allem auch selbst produziert. Dieser Zugang zu Texten generiert ein weit verbreitetes Basiswissen über die medialen Strukturen eines Textaufbaus. Im Vergleich dazu ist die Auseinandersetzung mit dem Regelwerk der Bewegtbilder, also mit der Filmanalyse, mit medienwissenschaftlichen Untersuchungen oder der praktischen Arbeit im Mediendesign von Videos eher selten Teil des Primar-, Sekundär- und Tertiärcurriculums von Bildungsinstitutionen. Daraus resultiert, dass, obwohl Videos heute mehr denn je eine elementare Rolle für unsere tägliche Informationsquelle oder den Genuss spielen, die medialen Eigenschaften und deren Macht zur Transformation von Wissenschaft und Bildung oft nicht verstanden werden. Nur so werden wissenschaftliche Videos eventuell irgendwann eine ähnliche Validität wie wissenschaftliche Texte erreichen können. Diese Sichtweise darf und soll auch als Chance gesehen werden, wie die Digitalisierung im Kontext der Hochschulbildung Einzug nehmen könnte.